Jetzt sind wir hier im örtlichen Krankenhaus. Das ist unser Weihnachtsgeschenk, dass wir endlich wieder auf dem Fahrrad sitzen können. Dass ich gesund bin, dass das Wetter gut ist. Cool. Geil. Heute ist Weihnachten und haben wieder mal eine Bombenaussicht. Dem Dani geht es jetzt immer noch nicht besser, der nimmt seit ca. 2 Wochen Antibiotikum. Jetzt sind wir hier im örtlichen Krankenhaus in Tingir. Jetzt warten wir darauf, dass es losgeht. Hoffentlich sind das vernünftige Geräte. Also der Doktor sagt, dass keine Angina mehr. Jetzt wird ein Röntgenbild gemacht, damit man sehen kann, ob es sich nach unten verlagert hat. Ich wurde wegen der Erkältung noch nie geröntgt. Ich weiß nicht, ob das eine gängige Praktik ist. Wir sind jetzt gerade am Verlassen des Krankenhauses. Hat sich jetzt herausgestellt, dass der Dani eine virale Infektion hat, also eine Bronchitis. Verursacht durch Viren mittlerweile. Das heißt, er soll auch die Antibiotika-Einnahme stoppen und soll jetzt halt 3-mal täglich Ibuprofen nehmen und so Hustenbuddel oder irgendwie sowas in der Art, was helfen soll. Ja. Wir haben jetzt ein Röntgenbild gemacht. Anhand des Röntgenbildes hat er es wohl ablesen können, dass es keine bakterielle Infektion ist, sondern eine virale. Und eine Woche Pause. Scheiße. Ja. Gesundheit geht vor. Mir geht's besser. Es ist ein Tag vor Weihnachten, 23.12. Und ich bin immer noch nicht komplett auf dem Damm, aber es ist soweit besser. Ich kann rumlaufen und alles und mir geht's viel besser. Ganz toll. Jetzt haben wir hier die letzten, keine Ahnung, 12 Tage oder so gehaust. Ich kann wirklich von Hausen sprechen. Jetzt machen wir Essen und dann geht's morgen endlich weiter. So, Turmeric, Kurkuma, wie auch immer, wird gleich geschreddert. Heute ist unser letzter Tag. Wir verlassen das Hotel Kaspar. Mit diesen netten, lustigen Leuten haben wir die letzten Tage verbracht. Ja, super. Der Tarek hat uns hier empfangen, ganz nett. Und wir haben hier eine super Zeit verbracht. Schnell, schnell, schnell. Das ist das erste Wort, das Sie hier kannten. Ja, alles klar. Alles klar. Ja, wir sind schon ein bisschen traurig, dass wir die hier verlassen. It was a great and wonderful time. Yeah. Thank you so much. You are welcome. We are really very happy to meet the people like you. Yeah, thank you so much. Me too. It's great to meet people like you. Thank you so much. 1000 you are welcome. And always when you are in Morocco, 1000 you are welcome. Oh, thank you so much. You too. If you go in this street, just come on directly. Thank you so much. Yeah, welcome. Marhaba. Saha. Yes, you're welcome. Okay. Oh. Yeah. Oh, das ist unser Frühstück. Yeah, thank you so much. So, jetzt gibt's Frühstück. Es ist wirklich toll hier, super. Oh, wir sind schon ein bisschen traurig, dass es jetzt heute weggeht. Aber irgendwann muss es weitergehen.
Und heute ist der Tag. So, jetzt gibt es nochmal Frühstück auf dieser wundervoll geilen, schönen Terrasse mit diesem Ausblick. Also, Daniel schenkt den Tee ein. Wir haben hier gelernt, 3-mal wird es eingeschenkt. Einmal fürs Leben. Einmal fürs das erste Leben. Mal gibt man es wieder zurück, dann gießt man wieder ein. Das zweite Mal für die Liebe, dann gibt man es zurück und das dritte Mal gießt man wieder ein und wieder zurück für die Kinder. Für die Kinder. Genau. Leben, liebe Kinder. Der Hintergrund hat das Ganze, dass das Zeug gemixt wird. Da unten bildet sich sonst ein Zuckersatz, weil die hauen solche Zuckerwürfel rein. Und damit das alles schön fluffelig wird, macht man das so. Also dann. 5 Minuten. Das ist ja wie Weihnachten, wir sitzen wieder auf dem Fahrrad. Heute ist übrigens Weihnachten. Ja, das ist unser Weihnachtsgeschenk, dass wir endlich wieder auf dem Fahrrad sitzen können. Dass ich gesund bin, dass das Wetter gut ist. Ja, geil. Wir zusammen diese Fahrradweltreise genießen können. Ja, das ist super. Wir haben uns gerade schön verabschiedet von allen. Richtig cool. Ich kann jedem nur empfehlen, da einzukehren. Super Laden. Die Landschaft in Marokko ist schon echt wahnsinnig schön. Man hat hier so viel Abwechslung. Man hat die Sanddünen, man hat das Meer, man hat Berge, Mondlandschaft. Man hat echt alles. Hier ist schon viel mehr Verkehr als in den letzten Tagen. Und es kommt da wirklich Kohlraben schwarz hinten raus bei einigen Autos. Deswegen haben wir auch Mundschutz permanent auf. Ansonsten haben wir super Wetter. Aber es ist verdammt schwer, wieder reinzukommen ins Fahrradfahren, wenn man eine längere Pause gemacht hat. Deswegen schnaufen wir ein bisschen. Aber es ist cool. Back on the road again. Oh krass. Da haben wir doch noch Schnee zu Weihnachten. Zwar weit in der Ferne, aber immerhin. Eine Bombenaussicht. Heute ist Weihnachten. Es gibt zwar leider keine Weihnachtsmänner, keine Nikoläuse. Schnee haben wir schon entdeckt und zwar genau hier hinten. Da fahren wir sogar durch. Da fahren wir irgendwann sogar durch, genau. Wir haben uns mit einem anderen Radreisenden verabredet, den treffen wir heute. Und gemeinsam machen wir dann zu dritt einen schönen Abend und kochen uns ein schönes Weihnachtsmahl. Guten Morgen. Wir haben heute den ersten Weihnachtsfeiertag. Wir haben jetzt gerade gefrühstückt. Es war schon ganz schön windig und kalt in der Nacht.
das erste Mal, dass wir tatsächlich gefroren haben. Ja. Und jetzt haben wir es ungefähr um 8 Uhr morgens. Haben wir schon gefrühstückt, werden dann auch gleich aufräumen. Und wir haben gestern noch Besuch bekommen. Das war eigentlich recht lustig. Wir haben den Carsten kennengelernt. Mit dem haben wir uns verabredet. Der ist auch gerade mit dem Fahrrad durch Marokko unterwegs. Und er hat ein Liegerad. Das ist richtig cool. Mit dem Carsten haben wir gestern ein super tolles Weihnachtsnachtmahl gemacht. 8 Mal. Es war ein 3-Gänge-Menü oder sogar mehr. Weiß nicht. Wir haben ein Dahl gemacht. Dazu gab es Brot, ein Tomaten-Zwiebelsalat und dann noch eine super Nachspeise, nämlich Datteln mit Äpfel, Rosinen und Zimt. Wir fahren wieder weiter. Also der Arsch tut schon noch ganz schön weh. Es hat sich gerecht, dass wir so lange Pause gemacht haben. Die Haxen tun auch noch richtig weh. Ja, das war der Preis für die lange Pause. Er tut schon wieder, er überholt schon wieder einen LKW. Ja, ich bin am Überlegen, eigentlich stinkt hier hinten wahnsinnig. Ich müsste auch überholen, aber vor der Kurve ist es eine ziemlich dumme Idee. Oh, der stinkt. Oh, leckt mich am Arsch. Oh. Ja, machen wir's. Kleines Déjà-vu. Ich habe ein Déjà-vu, du auch? Bang, bang, bang. So, da hoch, um die Kurve rum, da wieder hoch. Mir ist so speiübel. Oh, Scheiße. You like our work? Become a patron and get your hands on exclusive Patron-only content. Now on patreon.com/vagabondsworld.